Moin zusammen, weiter geht's mit Wasteland 3 und ja, wir sind raus aus der Stadt. Sind mit unserem Truck hier ein kleines Stück in den Süden gefahren. Okay, auf die Karte komme ich jetzt nicht, zur Not in der vorherigen Folge nochmal schauen. Und hier sollten wir uns entscheiden, ob wir irgendeinen Geiselnehmer angreifen oder ob wir uns erst hier runter begeben. Ich habe mich hierfür entschieden. Und einer ist, glaube ich, noch unterwegs von den angeschossenen Begleitern. Ich vermute im Keller. Es hieß ja, den haben sie weggeschleift. Ach, guck mal, geht's einfach rein in den Keller. So, alle unten. Waffenkiste. Okay, hier scheint aber nichts weiter zu sein. Kassettenband. Piratensender Strike Back. Welcome to the Strike Back Pirate Radio. Striking back at big government with the most dangerous weapon in the arsenal of any resistance. The truth. I'm Brad Conway, and today we're going to talk about those strange reports from the Antarctic wastes. What are the creatures that have been sighted by multiple sources off the frozen coasts of Earth's southernmost continent? Some say there are human-machine hybrids stalking the tundra. Are some kind of monstrous government experiments taking place somewhere in those icy seas? And if so, who in our government is responsible? And what is the purpose of these unholy creations? Okay, ich probiere es hier nochmal mit Verletzungskasten. Ungültiges Ziel. Verbandkasten. Und Nähzeug war das, glaube ich, ne? Verletzungskasten. Ich dachte, ich hätte mein Leben gelebt. Ja, guck mal. Die war nämlich noch gar nicht wieder flott. Und für ihn hier brauche ich einen Verletzungskasten. Ausrüstung. Nee, Verletzungskasten. Ausrüsten. Yeah. Hinder. Okay, ist schon da. Atme tief durch. So, nochmal das Ganze. Dachte, ich hätte die schon durch die Dialogoption mit Erste Hilfe 3 schon geholfen. Ist zwar bewusstlos, aber an einem sicheren Ort könnt ihr wahrscheinlich überleben. Sehr gut. Quatschen wir mit ihr jetzt auch nochmal. Die Hand, mit der ich fahre, ist noch in Ordnung. Es ist schrecklich, aber wir schaffen es hier raus. Habt Dank, Ranger. Dank den Rangern. Okay, Antrieb. Any News? Irgendwelche Neuigkeiten, Ranger. Und ich dachte, sie und der andere da rechts, die hätte ich schon heile und einen hätten sie doch in den Keller geschleift. Wir haben 2 Überlebende gefunden. Nicht in Topform, aber am Leben. Only 2? Fuck. We had 10 people. 10! Sorry. That's 2 more than we would have had without you. Ja, ganz genau. I suppose. Thank you, Rangers. We'll start patching ourselves and the vehicles. Get rolling to Colorado. We'll make it, thanks to you. I'll let Arapaho HQ know what the Rangers did. Super, okay. Pass auf dich auf, Antrieb. For all your help. Okay, kann ich jetzt hier nicht Ausrüstung aus dem Auto nehmen? Aber der Kodiak sieht geil aus, oder? Einfach überfahren hier. Nur so einen Matschhaufen hinterlassen. Kann ich jetzt hier ran? Schade, können wir nicht. So, Araparo-Karawane.
Bunker. Ja, cooles kleines Level. Gebiet verlassen. Ranger HQ calling Team November. Come in. Yeah, we have a lot of interested parties asking about the Arapaho caravan. Anything to report? Wir haben die Gruppe, die Karawane in den Hinterhalt gelockt hat, ausgelöscht und die Fracht gesichert. Sie ist am Weg nach Colorado. Wir haben die Narbensammler auseinandergerissen, um ihnen ein Exempel zu statuieren. Die Fracht ist gesichert und auf dem Weg. Angreifer sind tot. Wir haben die überlebende Karawane wieder auf die Beine geholfen. Sie werden sich schon bald auf den Weg machen. Narbensammler tot. Karawane gesund. Munter auf dem Weg. Outstanding work, November. Another day, another life saved. Over and out. Okay, cool. Überlege es so gut, bevor du Drogen nimmst. Alkohol und Drogen können zusätzlichen Nahkampfschaden, kritische Chance mehr verleihen, aber den Rest davon, ja. Keine Ahnung. Kein Bock mehr zu warten, wir gehen rein. Tür splittert. Ja, aber man konnte sich halt nur zwischen denen oder denen entscheiden. Beides ging nicht. So, wir fahren hier über die Brücke. Oye amigos, es un show at the Clown Museum in Arriba. Take the tour, then visit El Big Top and learn what it really means to be a clown. Hello all. My name is Flab, and it is my pleasure to bid you welcome to the bazaar. Come in, for the night air is chill, your wallet heavy, and our goods plentiful. Bring us your wealthy, your rich, your full purses, and if you can't afford it, just stay away. This has been a Monster Army production. Gott, krank, ey. So, schauen wir mal zum Händler. Verstecktes Gebäude, der Eingang zu einem unterirdischen Bunker. Sieht aus, als hätte es eine Lawine kürzlich freigegeben und ihr seid vielleicht die Ersten, die ihn bemerken. Auf einem Schild über der Tür steht Silo 314. Sprengstoffe, die strukturelle Festigkeit der Tür mit Präzisionssprengstoffen testen. Schlösser knacken, versuchen zu knacken, versuchen einzutreten. Es dauert beinahe 10 Minuten, aber endlich obliegt das Schloss euren überlegenen Fähigkeiten und eurer Geduld. Jedoch war das ziemlich ermüdend. Diese Einrichtung wurde von ein paar wirklich paranoiden Leuten gesichert. Wirklich paranoiden Leuten. Die Einrichtung sieht unberührt aus, doch viele der unteren Ebenen sind ein einziger Eisblock. Die Treppe endet mit einem gefrorenen Miniatursee. Alles Mögliche aus den Büros plündern. Eine Mahlzeit zubereiten. Verrückte Wissenschaft, okay. Alles Mögliche aus den Büros plündern. Cool, Gegenstand erhalten. Gürteltasche. Essiggurken. Toast. Scheint, als sei alles Wertvolle schon vor dem Krieg mitgenommen worden, aber ihr sammelt eine nette Menge an nützlichen Schrott. Cool, 38er Munition. Eine Rakete. Eine Attrappe. Taschensägewelpe. Ein Eisstachel. Noch eine Attrappe. Noch zweimal. Eine Taschensägenwelpe. Noch zweimal. Rezept entdeckt. Experimentelles Dead Eye Zielfernrohr. Okay. Ein Händler soll da sein. Open, Luck Nuts. Ein Arapaho-Würfeltruck und seine Begleitwagen bringen eine Lieferung an ein befestigtes Bauernhaus. Der Fahrer sieht sich um, als ihr euch nähert. Okay. Arschkriecher, wir haben gehört, dass die Arapaho die besten Mechaniker in Colorado sind. Würde es dir etwas ausmachen, dir unseren Kodiak anzusehen? Well, I ain't the best mechanic in Colorado, but how can I say no after a thorough ass-kissing?
Irgendwelche Tipps für uns, Freund? Wir handeln nicht, wir nehmen uns... wir handeln nicht, wir nehmen. Nehmt eure Hände hoch, Trottel. Zeig uns, was du hast. Maintain your vehicle and don't stop if you don't have to. These days, a flat tire or a stalled engine could be the end of you, consumed by the elements. And I don't just mean the weather, if you get me. Okay, zeig uns, was du Odds hast. and ends I've taken in trade might be useful. Laserspritze, Maschinenpistole, automatische Waffen 7. Okay, sind doch so ziemlich alle gerade ein Level hoch. Statuseffekt, taktischer Panzerhelm, Kurs 131, taktische Panzerhose, Panzerung 3. No Glow, benutzbar. Eliminiert die Effekte von Strahlung. Hat denn nicht irgendeiner bei mir No Glow? Ich kaufe mal einen davon. Müll verkaufen. Und schließen. Der Händler signalisiert, dass sie bereits im Aufbruch sind und du wirst sie wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen. Bist du sicher, dass du schon trennen willst? Oh. Medizinischer Pfeil. Benötige Hilfe 4. Ne, komm, schließen. Ja, weggehen. Die sind weg. Guck mal, da ist noch was. Schrott 319. Fahrzeuggeräusch ist irgendwie verstummt. So, aber wir wollen ja jetzt mal langsam zum Bizarr. Okay, rein da. Ja, vor dem Krieg ein Einkaufszentrum, dann das Hauptquartier der barbarischen Monsterarmee, jetzt ein Markt und regionales Handelszentrum. Please, I assure you, your bizarre shopping experience is completely safe. You may have folks fooled, Ananda, but not me. I know something is fishy here, and I'm leaving. Irgendwas ist hier faul. Ah, over here, friends. Welcome. Kriegsneurose. Trefferchance, kritische Trefferchance. Was hat der denn für Probleme? Und hier, ein drittes Auge. Kann nur durch No-Glow aufgehoben werden. Aber kritische Chance plus 5% ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Verletzungskasten. Okay, hier speichere ich einmal kurz zwischen. Schnell speichern. So. Ananda Rabindranath. Okay. Was auch immer. Vor euch steht ein Mann mit in einem äußerst sauberen, gepflegten Anzug. Er verbeugt sich mit einer großen Geste, als ihr euch nähert und quatscht sofort charmant drauf los. Salutations and assorted felicitations. Welcome to the Bazaar, the marketplace of the unusual. I've not seen you here before. Know this, the Bazaar can be found underneath our feet, buried by layers of snow. Access is restricted to the lucky few who possess an entrance pass. Ah. You can purchase an entrance pass at the door from our esteemed hosts, the Monster Army. Or, if you lack the funds, simply find an established merchant to vouch for you. Warum ist die Frau gegangen? Entschuldigung, wo ist der Bizarre? Warum sollten wir den Bizarre wollen? Everyone goes in for their own reasons, but looking at you, I'm guessing you are the exploring sort, yes? The bazaar is replete in merchants of all kinds, selling weapons and armor you could not possibly get anywhere else. Up the ramp, you'll find the door to the bazaar, covered by a vehicle. My name is Ananda Rabindranath, Manorite missionary, merchant, and your humble servant. I was assigned to answer any questions you may have. Felicitations. Okay. Können wir uns sagen, wir suchen die Leute, die Schmuggler haben, weißt du, wo sie sind?
It is common wisdom to keep one's mouth shut when one lacks courteous things to say. Truly, I find the very idea of smuggling people revolting. With that said, if I were a less discreet person, I'd suggest that you drive out to the old parking garage down the road to the north. Who knows? You may find your answers there. Okay, Richtung Norden. Das ist ein beeindruckender Anzug. I thank you. It is a pleasure to meet people of taste, a true rarity in these uncivilized lands. I endeavored to provide the teachings of Mr. Manners to those inside the bazaar. Alas, they seem to prefer that I spread the good word out here instead. A folly, I think. But who am I to question our gracious hosts? Arschkriecher 6? Ach Gott, oh Gott. Wir könnten einen Schneider gebrauchen. Kannst du ihn überzeugen, dich uns anzuschließen? You do seem like people of refined taste, without a doubt. But a man of class does not abandon his employer at an inopportune moment. I don't wish to speak out of turn, but this is a dangerous time for the bazaar. Friends, go inside, speak to Mr. Jacob Martin, or as others call him, Flab. When the bazaar is safe again, my conscience will be clear, and I will be most pleased to join you. Können wir uns vielleicht darüber unterhalten, wie man Zugang zum Bizarre bekommt? It is simple. To get inside, you need an entrance pass. You can purchase one at the door, or find an established bazaar merchant to Okay, wer könnte sich für uns verborgen? any bazaar merchant. Of course, they are usually found inside the bazaar, not out here. In the encampment behind me, you could find some hopefuls looking to get in. Perhaps if you can aid them, they can aid you. Kannst du für uns bergen? Would that I could, but we are limited in how often we can vouch for outsiders. Okay. Können wir theoretisch das Ticket von jemand anderem benutzen? In theory, yes. But those of us who have a pass tend to safeguard it with our lives, so it is highly unlikely you would get to use another person's pass. I have heard of people giving their entrance passes to family members. Perhaps you have a rich uncle. Occasionally people disappear in the nearby ruins, and strangers acquire their pass. I'm sure I don't need to say this behavior is most untrustworthy and impolite. Ja, wir wollen über etwas I can anderes only reden. hope I will have the answers you seek. Was hast du zu verkaufen? Naturally, I have a variety of goods for sale that could suit your needs. But let's not barter out here in the cold. This way, friends. This way, friends. Arschkriecher Level 6. Mal gucken, schafft sie das? Tatsache. Arschkriecher auf 6. Tierflüsterer, hinterhältiger Scheiß. Nee, die anderen Punkte behalte ich. Geschwindigkeit, Intelligenz. Erhalte 6 Fertigkeitspunkte. Achtsamkeit. Bestätigen. So, und bei Ihnen meine Aktionspunkte, Geschwindigkeit, Stärke. Waffen. Schwere Waffen. Empfohlen. Aufmerksamkeit, Koordination, Stärke. Koordination, Stärke, Aufmerksamkeit. Bestätigen. Gut, harter Hund. Könnte Sprengstoff immer auf 5 gehen. Guck mal, Tauschhandel auf 4. Wie sieht's da aus? Tauschhandel auf 3. So, Mechanik ist auch schon auf 6.
So, Achtsamkeit, Koordination. Danach gibt es dann noch einen Fertigkeitenpunkt. Scharfschützen, Intelligenz, Aufmerksamkeit, Glück. Ja, Aktionspunkt meinte ich. Intelligenz, Aufmerksamkeit, Glück. Fertigkeiten, Schlösser knacken. Guck mal, könnte ich jetzt auf 7 gehen. Und Überleben nochmal auf einen hören. Und ich weiß, man kann in der Ranger-Basis auch die Leute neu skillen. Dann würde ich hier Tauschhandel und Überleben rausnehmen. Und das bei ihr dann drauf skillen und die Punkte dann hier anders verteilen. Glück. Was brauchst du für dein Sturmgewehr? Ach Quatsch, Fertigkeiten. Da. Koordination, Aufmerksamkeit, Geschwindigkeit. Okay, cool. Oh, ist noch was zum Buddeln. Munition, hier unten war auch noch was zu buddeln. Weiter das Magazin. Oh. Okay, da sollte ich dann vielleicht erstmal noch nicht weiter. Na doch, guck mal hier. Kann man noch ein bisschen erkunden. Ne, Kartenende. Na, Zitat von Manners. The Book of Nauseatingly Correct Manners, Chapter 1, on the proper use of etiquette. It is a common misconception that etiquette exists as a means of affirming one's social status at the expense of the uninitiated. That is, it serves as a barrier to keep the uncivilized apart from their betters. Of course, nothing could be further from the truth. Etiquette and proper manners are the glue that binds civilized society together, and it is the duty of civilized persons to educate the less fortunate for the betterment of all. Proper etiquette, gentle reader, is the balm that soothes the savage beast. Chemikalien. Auf dem Tisch vor euch liegen verschiedene sorgfältig gekennzeichnete Behälter und Werkzeuge zum Mischen von Chemikalien. Vom Tisch zurücktreten. Doch nicht zufällig mischen, bist du dann lebensmüde. Mal gucken, ob er was kann mit Sprengstoff. Okay, zufällig mischen. Erstaunlicherweise bringt euer einzigartiger, unbekümmerter Umgang mit Wissenschaften keine gebrauchbaren Resultate, weil hier zumindest nichts explodiert. Hoffnungsvoller Schlafsäcke bieten eine platzsparende Methode für Hoffnungsvolle und ihre Zeit im Lager zu verbringen, während sie sich ihren Weg in die Bizarre verdienen. Felicitations. Und seid gegrüßt. Arschkriecher 6, wir finden in diesen unbewohnten Gebieten leider keine Anzüge. Könnt ihr uns vielleicht helfen? Such a polite sentiment. Thankfully, Mr. Manners teaches us to always have a spare suit. I could not leave a fellow civilized soul in dire need. Here, take my spare. I shall fashion myself another. Then I will endeavor to supply more answers. Gesagt, du bist ein Manerit zu dem Westen. Ha, true cosmopolites, I see. Indeed, a Mannerite is one of the rare few fortunate enough to operate under the auspice of Mr. Manners, proponent of good behavior in these ugly times. Most of us reside in Angel Oracle, but I chose to travel and spread the word.
We Manorites believe that poise is only second to godliness. To live is to comport oneself with exquisite grace. If you're curious, I'd be more than happy to supply a copy of our holiest scripture, the Book of Nauseatingly Correct Manners. Können wir ein Exemplar vom Buch bekommen, das du erwähnt hast? May it help you as much as it Tatsache. did me, and find your path to a life of civility. Er präsentiert euch ein Exemplar von Das Buch der widerlich korrekten Manieren, einem dicken Band mit makellosen Handschrift, umfangreichen Fußnoten und Anleitung für Höflichkeit. Kannst du etwas über dieses Gebiet erzählen? Of course. Our immediate environs are a safe area, protected by the monster army. Wander outside these confines, and safety is not guaranteed. I can't tell you more, as I've never ventured out there myself. Okay, was ist die Monsterarmee? They are the organization in charge of the bazaar. I've heard tales that once they were truly a monstrous gang, spreading fear all throughout Colorado. I'm happy to tell you that their current incarnation is much more sophisticated and civilized, though they have a ways to go. They are led by Mr. Jacob Martin, colloquially known as Flab the Inhaler. A man who has truly embraced his position and leads this place with panache. I do wish he had a better tailor, though. You can find him inside the bazaar proper, as he rarely ventures outside. Okay, wir kommen später wieder. Have an exquisite day. Der große Görn. Aha! I see you have come from afar. Well, your travels are amply rewarded, for you have reached the one and only, the seer of fortunes and teller of truths, the great Gerd! Oh wow, wirklich? Nie von dir gehört. Wo ist er denn? Hinter dir? Oh! I see! What a great joke! Very funny. Come now, do you want to know your fortunes? Wahrsager sind, warum bist du nicht im Bizarre? Flab is a cabron who wouldn't recognize talent if it bit him in the belly. He claims the monster army already has some kind of mechanical fortune teller. But how could a machine possibly match my intuition? My gift? My panache? Wisely chosen! Those who do not prepare for the future are clowns. Ich bin an so einem Zirkuszelt vorbeigefahren. To begin, you must think of your favorite color. Concentrate solely on the color. Let the color completely fill your mind. Estás ready? Meine Lieblingsfarbe. Nonsense, you must! Fine then, think of any color you like. Just let it fill your mind. Okay, bereit. I see an ocean of waves. Your color is blue. Ja, ohne Scheiß, ich habe wirklich gerade an Blau gedacht. Of course, the great Gern is never wrong. An image of your future is forming. Now tell me, what is it that brought you to Colorado? Patriarch hat uns Ressourcen versprochen, damit wir die anderen Ranger in Arizona retten können. Wir wollen Kontrolle über Colorado. Sagen wir dir lieber nicht. Nothing can be hidden from Gern's all-seeing gaze. But as you wish. My final question, what brought you to the bazaar? Ja, wir sind hier, weil wir ein Flüchtlingsproblem klären wollen. Wir sehen uns um, wir sind jetzt zum Einkaufen. Yes, fascinating. It's all coming together now. Listen carefully, for the fortune I tell you may very well save your lives and the lives of many. The mist resists. Gern can't see much of your future, alas. But this I can tell you. Now I can clearly see you, standing before a red balloon.
the red balloon bursts without warning, and you stand covered in red blood. Beware! Beware! Ein kleiner Hinweis auf Stephen Kings S. Roter That is, Spinnschlüssel. all I can see. Your path is hard, Mamons. The fates have spoken to me. I must give you this key. May it be of no use. Wofür ist der Schlüssel? Der große Görn starrt auf einen Punkt in der Ferne und singt leise in einer unbekannten Sprache. Er will eure Frage scheinbar nicht beantworten. Okay, wer ist Flap? Flab is the leader of the monster army and has been for many decades, growing fat and slothful all the while. Okay, auf Wiedersehen. Beware the red balloon! Hoffnungsvoller, ja, mit denen kann ich wahrscheinlich nicht quatschen. Spricht miteinander. Felicitations. Seid gegrüßt. Okay, nee, da haben wir auch alles. Dann würde ich sagen, wir quatschen jetzt hier oben noch einmal kurz mit Sechs Finger Larry. Howdy, strangers. Name Six Fingered Larry. Okay, entweder It seems you find me plumb out of wares. als wäre ihm vielleicht ein paar abgefroren oder er ist mit 6 auf die Finger gekommen, auf die Welt gekommen. Mit 6 Fingern an einer Hand. Ja, hol die Fremde, der Name ist 6 Finger Larry, Jäger, obwohl das so aussieht, als wäre mir gerade die Waren ausgegangen. Der Papagei neben ihm kreischt schrecklich. Er ignoriert den Vogel bewusst. Das ist interessant aussehender Papagei. Ist er zu verkaufen? Warum nennen sie dich 6 Finger Larry? Und die hatten Gott, wir könnten mir für Fragen zu Bizarre stellen. Who knows? I've only got 5 fingers on each hand. Same as anyone else. Maybe it's got something to do with the fact I'm good with my hands. I'm not the sort who'd kiss and tell, though. Him? You don't want him. Barrett's got a bit of an attitude problem. Tried to peck his way through a kid's skull the other week. If you insist, though, you'll have to talk to Polly yourself, because I got no say in what he's gonna do. Ja, wir wollen Polly kaufen. Können wir mit ihm reden? Ja, später. Weißt du etwas über Gruppe von Schmugglern? Auch nicht? Ja, ein paar Fragen zum Bizarre. I'm no local, but ask me anything you want. I'll see if I can be useful. Kannst du dich uns überlegen, wer ist hier verantwortlich? That'd be Flab the Inhaler. He leads what's left of the monster army, after the patriarch gutted their ranks. As far as dictators go, he's actually not half bad. Was sollten wir über diesen Ort wissen? Bizarre? It used to be something else. Now, it's just old and fat, wheezing through its last days. Easy pickings. Kannst du dich für uns verbürgen? Nah, I don't got the bona fides. Schade. Okay, besprechen wir andere Themen. Weißt du etwas über eine Gruppe von Flüchtlingen? Only that they make more money than I do. Bastards. But to answer your question, nah, I'm an honest businessman. I don't waste my time with criminals. Why don't you try the Mannerite? Yeah, the one with the suit. He knows all about the local lowlife. Wir wollen Polly kaufen. All right, it's your funeral. Hey, Polly, you hear that, old buddy? These fine folks would like to adopt you. How's that sound? Larry, my buddy, my pal. Come closer. I'll show you how it sounds to me. Als Larry sich nähert, beißt Polly ihm fest in die Nase. Oh, shit! Damn it! That's how it fucking sounds to me, Larry. Sounds like some fucking bullshit. Wasting your time with this asshole. Talk to Polly. Talk to Polly. Polly, willst du einen Tracker? Also Polly, wie geht's dir? How am I doing? How am I fucking doing? Great question, dipshit. I'm doing great. How are you doing? You look like a moose. Fuck your face inside out. Listen, shit for brains. Someone has to stick around to make Larry's life miserable. That's my job. I love that job. You hear that, Larry? Fuck you!
Ja, hättest du nicht mehr Spaß daran, durch Colorado zu reisen und alle unglücklich zu machen? Angreifen. Wir glauben, die Welt kann auf dich verzichten, Polly. Well, shit, you're right, you circus reject. I mean, you look like someone grafted a squid to a diseased vulva. But when you're right, you are right. Hey, Larry, I'm leaving. All right. He's yours if you pay the price. Well, this sounds about fair, don't you think? $200, Tauschhandel 5, Tauschhandel 7, so ist es 200. Ja, wir melden uns später. Zielflüsterer 7, Tauschhandel 5. Wir melden uns später. Wise choice, shitheads. How aren't your balls hanging around someone's neck like a pearl necklace? Go fuck yourselves. Told you. Tote. Okay, ich würde sagen, hier mache ich dann noch mal eine kleine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Inventar. Ja. Ich glaube, ich fahre noch mal zurück in die Stadt und passe meine Fertigkeiten so ein bisschen an. Dass ich Lucia Wesson dabei lasse und dann Tauschhandel, Waffenmodifizierung überleben. Ich sie dann als Punkte und die würde ich dann entsprechend bei den Jungs hier rausnehmen und woanders verteilen. Dann sehen wir uns bald. Viel Spaß weiterhin, bis bald und ciao.